Hi, Angel hier für tabletblog.de, heute mit einem Unboxing-Video vom neuen Microsoft Surface Pro 8 inklusive Zubehör. Legen wir los. Gut, beginnen wir mit dem Unboxing vom Microsoft Surface Pro 8. Das ist mittlerweile in Deutschland verfügbar seit ein paar Tagen und startet bei 1.179 € ohne Zubehör. Und in der Top-Konfiguration könnt ihr bis zu 2.679 € ausgeben. Das Surface Pro 8 ist natürlich ein Premium-Tablet und dementsprechend hoch sind hier auch die Preise. Wie gesagt, das ist alle ohne Zubehör. Die Tastatur und der Stift kosten dann nochmal extra. Gut, beginnen wir mit dem Unboxing und in der Verpackung haben wir erstmal das Surface Pro 8 selber. Und wir sehen hier schon ein komplett neues Design. Naja, fast komplett, dazu kommen wir später noch. Dann haben wir hier den typischen Papierkram, Garantiebescheinigung und so weiter. Und dann weiterhin einen Surface Connect Netzteil, also diesen Surface Connect Anschluss. Es wird also nicht über USB-C aufgeladen, sondern über diesen speziellen Surface Anschluss, wie schon seit den letzten Generationen, seit immer eigentlich. Ich habe mir auch das neue Signature Keyboard mit dem Slim Pen 2 dazu gekauft. Das ist eine neue Tastaturhülle für das Surface Pro 8 und ja, packen wir auch das mal aus. Da haben wir erstmal den Stift. Das hier ist der Slim Pen 2, also ein ganz neuer Stift, den gab es vorher nicht. Und dann haben wir hier die Tastatur und der Slim Pen 2 wird in der Tastatur aufgeladen. Wir kennen das schon vom Surface Pro X, das hatte auch so eine Tastatur und tatsächlich scheinen die Tastaturen untereinander austauschbar zu sein. Also der Slim Pen 2 und diese Tastatur funktionieren auch mit dem Surface Pro X. Und ich denke mal, die Tastatur vom ersten Surface Pro X wird dann auch mit dem Surface Pro 8 funktionieren. Gut, seit ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, sind bereits mehrere Tage vergangen und ich habe bereits ein bisschen mit dem Surface Pro 8 herumgespielt und ja, ist ein ziemlich cooles Tablet. Wir schauen uns erstmal das Design an und das hat sich im Vergleich zum Surface Pro 7, Pro 6 und so weiter schon stark verändert. Es sieht jetzt sehr dem Surface Pro X ähnlich, das ja einen ARM-Prozessor hat. Hier haben wir aber einen ganz normalen klassischen Intel-Prozessor. Also wir haben jetzt ein neues Design mit einem Intel-Prozessor, das ist auf jeden Fall cool. Und wir sehen hier schon, dass das Display ein bisschen größer ist als beim Vorgänger und die Displayrahmen sind dünner. Vor allem hier an den Seiten sind die Displayrahmen dünner. Oben und unten ist allerdings noch ein relativ dicker schwarzer Rahmen. Hier unten, das braucht Microsoft für die Tastatur. Und hier haben wir nochmal diese Windows Hello Infrarotkamera drin. Und ja, dadurch haben wir hier einen Rahmen und eben auch hier unten. Das sehen wir gleich bei der Tastatur. Hier ist so eine magnetische Leiste eingebaut. Gut, das Display ist jetzt 13 Zoll groß, genau 13 Zoll. Wie gesagt, wir haben hier die Rahmen. Dann haben wir hier einen Lautsprecher an dieser Seite. Der ist schwer zu sehen, denke ich, im Video und auf der anderen auch. Und die Soundqualität der beiden Lautsprecher ist erstaunlich gut für ein Windows-Gerät, vor allem für ein so schlankes, kleines Windows-Gerät. Ist jetzt nicht mit einem iPad Pro vergleichbar, das ja 4 Lautsprecher hat und richtig als Medientablet auch beworben wird. Das Surface Pro 8 ist ja mehr so ein Office-Tablet, aber dafür ist der Sound echt erstaunlich gut. Also ich war positiv überrascht, als ich hier mit YouTube geschaut habe. Gut, hier oben haben wir eine 5 Megapixel Frontkamera für Videochats und so weiter und daneben sitzt dann ein Infrarotsensor und der ist dafür da, dass ihr das Tablet per Gesichtserkennung mit Windows Hello entsperren könnt. Dafür schalte ich es mal ein, wische hier so nach oben und dann wird mein Gesicht erkannt und das Tablet wird entsperrt. Das funktioniert ziemlich gut und dürfte auch ziemlich sicher sein. Dann kommen wir mal zur Rückseite. Da haben wir eine 10 Megapixel Kamera. Dann haben wir hier ein Magnesiumgehäuse. Ich denke mal, das ist Magnesium. Vielleicht ist Microsoft mittlerweile auch zu Aluminium übergegangen. Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall fühlt es sich sehr, sehr hochwertig gebaut an. Wirklich sehr hochwertig. Also man hat das Gefühl, ein richtig teures Tablet in den Händen zu halten und es ist ja auch richtig teuer. Wir haben hier den gewohnten Kickstand von Microsoft und den kann man auch schön sehr weit, sehr flüssig ausfahren. Also man kann es fast flach so auf den Tisch legen. Das ist echt cool. Und der Kickstand fühlt sich auch eben hochwertig gebaut an. Mir ist allerdings eine Sache schon aufgefallen. Früher war ja hier immer so ein Micro-SD-Karten-Slot eingebaut. Ich denke, hier war der immer und der ist jetzt verschwunden. Es gibt also kein Micro-SD-Karten-Slot mehr. Das ist ein bisschen schade. Ziemlich cool ist dafür aber, dass ihr die SSD austauschen könnt und zwar mit so einem ganz normalen SIM-Eject-Tool. Und ja, dazu
Packt ihr es einfach hier rein, dann könnt ihr diese Klappe öffnen und dann ist dort die SSD und die könnt ihr so austauschen. Wirklich echt einfach. Und ja, das kennen wir schon vom Surface Pro X, aber von der Surface Pro 7, 6, 5 und so weiter Serie, da war das nie möglich. Jetzt ist das hier möglich, echt cool. Also kein Micro-SD-Kartenslot mehr, aber dafür kann man die SSD echt richtig einfach austauschen. Einfach so mit einem SIM-Eject-Tool. Ihr braucht noch nicht mal einen Schraubenzieher oder so. Echt cool. Gut, dann klappen wir das mal zu. Dann haben wir hier den Anschluss für das neue Tastaturcover. An dieser Seite haben wir hier erstmal dann einen Standard-Kopfhöreranschluss, die Lautstärke-Wippe. Hier oben weiter nichts, den Power-Button. Dann zwei USB-C 4.0 und auch Thunderbolt-Anschlüsse. Es gibt also keinen normalen USB-Typ-A-Anschluss mehr, wie bei den Vorgängern. Das ist ein bisschen schade, aber okay, dafür zwei USB-C und dann eben hier diesen Surface Connect-Anschluss zum Aufladen. Dann haben wir hier noch Lüfterschlitze, die relativ elegant hier untergebracht sind. Und ich habe hier die Core i5-Version, die hat auch einen Lüfter. Das war beim Surface Pro 7 ja nicht so. Da war die Core i5-Version komplett leise. Aber hier haben wir jetzt tatsächlich einen aktiven Lüfter wieder. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass das Gehäuse ein gutes Stück dünner wurde als beim Vorgänger. Und das ist einfach ja, sonst zu warm für den Chipset, denke ich mal. Darum ist jetzt hier ein Lüfter eingebaut. Und wenn der Lüfter läuft, also wenn man ein bisschen was macht, was schon Performance benötigt, dann hört man den Lüfter auch ordentlich. Mir ist aber auch aufgefallen, dass es trotzdem, trotz Lüfter, unter Last noch recht warm werden kann. Vor allem, das war so hier in der Ecke, meine ich, kann es doch schon recht warm werden. Okay, aber es ist ja auch beim iPad Pro beispielsweise so, das kann ja auch sehr warm werden. Ist einfach so, wenn sehr viel Leistung in einem dünnen Metallgehäuse verbaut ist, dann kommen wir an Wärmeentwicklung nicht vorbei. Gut, dann kommen wir doch zu dem 13 Zoll großen Display. Das ist jetzt ein bisschen größer als beim Vorgänger. Der Vorgänger, das waren jetzt 12,4 Zoll. Jetzt sind es 13 Zoll. Es ist noch immer ein 3:2 Format und das finde ich echt hervorragend, vor allem für ein Office-Tablet. Dafür ist dieses 3:2 Seitenverhältnis echt klasse. Wir haben hier eine Auflösung von 2880 x 1920 Pixel und die Auflösung ist auf jeden Fall schön hoch. Texte, Icons und so weiter sehen sehr scharf aus. Wir gehen hier mal auf tabletblog.de und dann können wir mal so ein bisschen hier reinschauen. Alles sieht echt scharf aus. Also es ist ein echt schickes Display. Auch die Blickwinkel sind schön stabil. Es ist auch ziemlich hell, vor allem wieder für ein Windows-Tablet echt ziemlich hell. Aber ich denke, man wird damit auch draußen in einem Café in der Sonne gut arbeiten können. Das werde ich mal ausprobieren, wenn denn die Sonne mal wieder scheint. Und ja, das Display hier ist echt ein schickes Display. Ich habe damit auch schon YouTube und so geschaut und auch das ist damit echt, ja, sieht einfach gut aus. Also für ein Windows-Tablet ist es gleichzeitig echt auch ein solides Entertainment-Gerät mit den soliden Lautsprechern. Anders als beim Vorgänger haben wir hier jetzt kein 60 Hertz Display, sondern ein 120 Hertz Display. Also genauso wie beim iPad Pro und bei der Samsung Galaxy Tab S7 Serie. Und jetzt hat auch das High-End Microsoft Tablet 120 Hertz und dadurch schauen Animationen deutlich flüssiger aus und auch für den Surface Pen, also für den Stylus, ist das von Vorteil. Bei mir waren allerdings die 120 Hertz ab Werk gar nicht eingestellt, sondern es waren 60 Hertz und ja, die stellt ihr ein, indem ihr eben auf Einstellungen geht, dann ganz normal auf Anzeige. Anzeige und dann, meine ich, mussten wir hier auf erweiterte Anzeige gehen. Genau, und dann kann man hier auch von 60 Hertz auf 120 Hertz wechseln. Das scheint nicht automatisch zu geschehen, wie beispielsweise bei Apple das der Fall ist und auch bei einigen Android-Geräten, sondern das ist tatsächlich hier festgesetzt. Entweder 60 Hertz, dann spart ihr auf jeden Fall Akku, aber schaut eben alles nicht ganz so flüssig aus, sondern so normal. Oder eben 120 Hertz, das wird ein bisschen mehr am Akku saugen, denke ich. Aber dadurch schaut eben alles deutlich flüssiger aus und vor allem, wenn ihr mit dem Stift viel arbeiten möchtet, ist es auf jeden Fall cooler, mit einem 120 Hertz Display zu tun. In diesem Microsoft Surface Pro 8 sitzt ein Intel Core i5 Prozessor, das ist der 1135G7, aber ihr könnt es auch mit einem Core i7 1185G7 bekommen. Also zwei Prozessoren stehen zur Auswahl und dazu gibt es 8 GB, 16 GB oder 32 GB Arbeitsspeicher. Ich habe hier die Version mit 8 GB.
Und bei der internen SSD könnt ihr zwischen 128 GB bis zu 1 TB Speicher wählen. Ich habe hier die 128 GB Version, das habt ihr ja schon gesehen. Und die SSD könnt ihr ja selber austauschen, wenn ihr denn möchtet. Alle Versionen haben eine Iris-X-Grafik, also eine Intel Iris-X-Grafikeinheit. Und ja, ihr könnt hier schon meinen Geekbench 5 Benchmark-Vergleich sehen. Und jetzt seht ihr schon, dass vor allem die Grafikleistung im Vergleich zum Surface Pro 7 sich deutlich verbessert hat. Ich denke jetzt nicht, dass es sich für viele lohnen wird, vom Pro 7 zum Pro 8 zu wechseln. Aber wenn ihr beispielsweise einen Pro 5 habt oder einen Surface Pro 6, dann kann es sich schon lohnen. Dann werdet ihr, denke ich, schon Leistungsunterschiede wirklich feststellen. Interessant zu sehen ist aber auch natürlich, dass das Apple iPad Pro mit dem M1-Chipset wieder vor allem bei der Grafikleistung deutlich leistungsstärker ist. Gut, dann kommen wir zum Microsoft Slim Pen 2. Das ist der neue Stift, den Microsoft für das Surface Pro 8 vorgestellt hat. Und der funktioniert auch mit dem Pro X und ich denke, der funktioniert auch mit allen Surface Tablets, denn auch der vorherige Surface Pen, der bereits, also dieser hier, den ich habe, der wurde, denke ich, mit dem Surface Pro 5 bereits vorgestellt. Auch der funktioniert noch mit dem Surface Pro 8. Also die Stifte von Microsoft sind alle noch untereinander austauschbar. Das ist echt klasse. Ihr müsst also nicht unbedingt zu dem Slim Pen 2 greifen, wenn ihr bereits einen Surface Pen hier habt. Wie gesagt, der funktioniert weiterhin. Aber neu ist eben dieser Slim Pen 2 und der besteht wie der erste Slim Pen aus Kunststoff und fühlt sich nicht mehr ganz so hochwertig an wie dieser Metallstift. Der fühlt sich doch ein bisschen hochwertiger an. Also hier haben wir jetzt Kunststoff, dadurch fühlt es sich ein bisschen billiger an. Mehr so wie der S Pen von Samsung, der ist ja auch nicht so hochwertig verarbeitet. Wir haben hier eine druckempfindliche Spitze, einen Button hier und einen Button auf der Rückseite. Da könnt ihr beispielsweise dann entweder Microsoft Whiteboard starten, wie hier jetzt, oder per Doppeltap einfach einen Screenshot erstellen. Das könnt ihr aber auch in den Einstellungen dann anstellen. Also so wie ihr es haben möchtet, könnt ihr es ja beliebig konfigurieren. Neu ist hier, dass hier so ein Vibrationsmotor eingebaut ist und dadurch soll es sich ein bisschen mehr so anfühlen, als würdet ihr auf Papier schreiben. Und dieser Vibrationsmotor ist jetzt nicht sonderlich stark, also es ist jetzt nicht, dass er so stark vibriert oder so, aber so ein bisschen und dadurch, vor allem wenn man ein bisschen härter aufdrückt, kann es schon mal sein, dass es sich ja vielleicht so ein bisschen mehr wie Papier anfühlt, als wenn man vielleicht mit so einem Filzstift über Papier streicht. Ja, so ein bisschen fühlt sich das so an oder mit so einem Highlighter. Ich habe jetzt hier die Vibration wirklich auf Maximum gestellt, das könnt ihr auch in den Einstellungen konfigurieren. Und wenn es so auf Medium ist oder auf Niedrig, dann merkt man das wirklich kaum. Also es ist wirklich nur so eine leichte Vibration, macht es vielleicht so ein bisschen Papier ähnlicher. Sonst ist der Stift natürlich weiterhin druckempfindlich, unterstützt 4096 Druckstufen. Und ja, vor allem für Microsoft OneNote ist das natürlich ideal hier, der Stift mit dem Surface Pro 8, das große Display. Ihr seht ja hier, wie ich eine Notiz schreibe. Also ja, genau dafür ist dieser Stift quasi gemacht, eben um dann in Microsoft OneNote und so Notizen aufzuschreiben. Und ja, in Photoshop und so weiter funktioniert der Stift natürlich auch. Das habe ich jetzt hier noch nicht ausprobiert, aber werde ich für meinen Test tun. Aber klar, der Stift funktioniert ja auch bei den Vorgängern super mit Photoshop. Das wird auch hier so sein. Das zweite neue Zubehör ist eben dieses Signature Keyboard, das Signature Typecover. Ich denke mittlerweile heißt es gar nicht mehr Typecover, sondern Keyboard. Und sieht den Vorgängern recht ähnlich. Es scheint so ein bisschen stabiler zu sein. Zumindest macht es auf mich so den Eindruck, als wäre das alles echt ein bisschen stabiler. Wir haben hier weiterhin eine Alcantara-Oberfläche, macht natürlich einen sehr hochwertigen und doch edlen Eindruck und auf jeden Fall hochwertiger, als wenn es einfach nur so Plastik wäre. Die Tastatur ist echt gut, also ich konnte hier richtig gut drauf schreiben, aber das kennen wir von Microsoft ja, dass hier ist echt ein klasse Office-Tablet, eben auch wegen diesem Tastaturcover. Das wird wie gewohnt magnetisch einfach so verbunden. Und dann gibt es eben hier diese magnetische Leiste, dass man die Tastatur so ein bisschen anwinkeln kann. Und ich finde, so ist es immer ein bisschen angenehmer, dann zu schreiben. Und ihr seht hier auch, warum das Tablet hier unten noch so einen schwarzen Rahmen hat. Einfach für diese magnetische Leiste. Und dann sieht man den Rahmen dort gar nicht mehr. Und ja, so kann man es dann super aufstellen, auf dem Schoß oder auf dem Tisch. Und dann so schreiben. Und die Tastatur, wie gesagt, ist richtig gut. Ich konnte damit sofort wunderbar schreiben. Echt ein cooles Schreibgefühl. Und der Stift kommt dann eben hier rein und dann wird der Stift gleichzeitig aufgeladen und ihr verliert ihn auch nicht so einfach. Der fliegt jetzt nicht so lose rum. Ich weiß gar nicht, ob man den Stift hier noch an der Seite oh ja, kann man noch. Wie bei den Vorgängern kann man den Stift also auch hier an der Seite befestigen.
ist immer noch magnetisch. Also könnt ihr auch dann das so machen, wenn ihr den letzten Surface Pen noch benutzen möchtet. Genau, da sitzt er relativ fest. Ja, auf dem Microsoft Surface Pro 8 läuft natürlich Windows 11. Die neueste Version von Windows, die wird natürlich auch für die Vorgänger ausgerollt. Windows 11 ist ja mit ziemlich vielen, auch älteren Geräten noch kompatibel. Und ja, das Design hat sich ein bisschen geändert. Ich denke, ihr habt von Windows 11 schon gehört. Vielleicht nutzt ihr es ja sogar schon auf eurem Laptop oder auf eurem vorherigen Surface Pro. Und ja, sieht dem alles ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt dieses Startmenü, also diese ganze Taskleiste ist mehr in der Mitte. Das Startmenü ist jetzt auch in der Mitte. Ich denke, das kann man auch ändern, wenn man möchte. Es gibt verschiedene Desktops, da kann man schnell wechseln. Microsoft Teams ist jetzt fest eingebaut. Das gesamte Design auch von dem File Explorer und so weiter ist jetzt ein bisschen anders. Sieht eben cool aus, ist jetzt aber nicht speziell für das Surface Pro 8, sondern ist eben allgemein Windows 11. Auch das kann man mit den Fingern sehr gut bedienen, sowohl mit Maus als auch per Touchscreen. Also das funktioniert gut. Sonst habe ich nichts zu Windows 11 weiter zu sagen. Ihr kennt es jetzt sicherlich schon, hat ja nichts speziell jetzt mit diesem Tablet zu tun. Aber das Pro 8 funktioniert auf jeden Fall, soweit ich bisher sehen konnte, echt gut mit Windows 11. Gut, das war das Unboxing und mein erster Eindruck vom Microsoft Surface Pro 8. Ich muss es jetzt erstmal richtig testen. Und ja, mein erster Eindruck ist richtig gut. Ich freue mich, dass wir endlich ein modernes Design bekommen, denn das Surface Pro 7 sah ja doch schon ein bisschen alt aus. Jetzt haben wir das neue Surface Pro X Design. Es ist echt sehr hochwertig verarbeitet. Man hat echt das Gefühl, ein teures Gerät in den Händen zu halten. Ja, wir haben hier diese Lüfter, das hat mich schon ein bisschen gestört. Ist schon cool, wenn man einfach ein leises Tablet hat. Aber hier kann man die Lüfter schon hören. Aber okay, wir haben jetzt hier den coolen Kickstand weiterhin. Man kann die SSD austauschen, das ist klasse. Dass der MicroSD-Kartenslot jetzt fehlt, ist ein bisschen schade. Aber ich persönlich hätte eher einen großen MicroSD, also einen großen SD-Kartenslot eher gebraucht als MicroSD. Von daher ist das für mich persönlich jetzt nicht ganz so schlimm. Das große Display ist cool, wie beim Surface Pro X eben. Das Tastaturcover ist einfach mit das beste Tastaturcover, das man für ein Tablet bekommen kann. Also das Apple Magic Keyboard ist fast genauso gut, aber ich würde fast sagen, dass das Microsoft Tastaturcover hier noch so ein bisschen besser ist. Macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Gut, so viel zu meinem ersten Eindruck. Ich denke, der finale Test wird in ein paar Wochen erscheinen. Dann werde ich auch ein paar Spiele spielen, Photoshop ausprobieren, Adobe Premiere Pro und so weiter. Und vor allem dank der Grafikleistung dürfte man hiermit auf jeden Fall so ein bisschen Fortnite spielen können. Klar, nicht mit höchsten Einstellungen, aber auf jeden Fall dürfte es spielbar sein. Und auch Videos kann man hiermit bestimmt bearbeiten. Vielleicht nicht unbedingt perfekt, wenn man 4K-Videos schneiden möchte, aber auf jeden Fall Full HD-Videos, das sollte sehr flüssig mit Premiere Pro gehen. Aber dazu erfahrt ihr dann mehr in meinem finalen Test. Gut, das war mein Unboxing vom Microsoft Surface Pro 8. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.